Barcelona, abends am Hafen. Straßenhändler verkaufen gefälschte Markenartikel an Touristen. Brille habe ich mir schon gekauft. Guck mal, das ist meine original gefälschte Ray-Ban-Brille. Ich wollte schon immer eine Louis Vuitton haben. Ja, und dann denke ich mir halt, lieber eine gefälschte als gar keine. ist das verführerisch, wenn das alles ganz billig ist? Wenn es gut gefälscht ist, sonst nicht. Was die Urlauber nicht ahnen, hinter dem Geschäft verbirgt sich ein brandgefährliches Netzwerk. Terroristen verdienen an gefälschten Produkten der Straßenhändler mit. Nachfragen unerwünscht. Wir finden Tarnadressen von Dschihadisten, treffen einen Schmuggler mit Kontakt zu einem IS-Gefährder in Deutschland. Wir verfolgen die Spuren der Fälscherware. Auf den ersten Blick ein kleinkriminelles Milieu. Wer dahinter sieht, findet Verbindungen zum Terror. Januar 2015. Das Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo in Paris. 12 Menschen werden von Cherif Kouachi und seinem Bruder erschossen. Wie haben die beiden Terroristen ihre Waffen bezahlt? Zu spät wird klar, Produktpiraterie spielte eine Rolle. Cherif Kouachi fiel den Behörden zunächst als kleinkrimineller Händler von gefälschten Produkten auf. Auf diesem Flohmarkt im Norden von Paris werden nach wie vor haufenweise Fakes angeboten. Der spätere Attentäter verkaufte hier schon vor 2 Jahren gefälschte Nike-Turnschuhe. Die Behörden ahnten nicht, dass ein blutiger Anschlag droht. Ermittlungsdokumente, die plus-minus vorliegen, zeigen, wie sich der Terrorist Kouachi die illegale Ware beschaffte. Ein Kinderspiel. Einfach online bestellt, jeweils für einige $100, direkt bei Fake-Produzenten in China. Die Lieferung erfolgte per Post an verschiedene Adressen, vor allem in Viertel am Stadtrand von Paris. Auch in dieses Haus. Der französische Terrorexperte Jean-Charles Brissard hat den Fall untersucht. Er sagt uns, Kouachi habe die gefälschte Ware dann 2- bis 5-mal so teuer weiterverkauft. Wir schätzen, dass dieser illegale Handel ihm in rund 4 Jahren 30.000 bis 50.000 Euro eingebracht hat. Damit konnte er nach Oman und Jemen reisen zur Organisation Al-Qaida auf der arabischen Halbinsel. Und wir wissen, dass dieses Geld ihm auch dazu diente, Waffen für das Attentat im Januar 2015 zu kaufen. Was sie mit Kleinkriminalität verdienten, reichte den Attentätern. Andere Geldgeber brauchten sie nicht. Kein Einzelfall. Wenn wir die Anschläge und Anschlagspläne der vergangenen Jahre in Europa analysieren, dann müssen wir feststellen, dass sich die Attentäter selbst finanziert haben. Oft verdienten sie an Schmuggel und Produktpiraterie. Im Museum für gefälschte Produkte. Kein Produkt, das nicht gefälscht wird. Fakes für 85 Milliarden Euro landen jährlich in der EU. Und der Terrorismus verdient mit. Zu diesem Ergebnis kommt die Union der französischen Markenhersteller Unifab. Wir müssen nach diesem schrecklichen Jahr des Terrorismus in Europa die Terrorfinanzierung ins Visier nehmen. Ohne Geld gibt es keine Taten. Unifab hat nach einigen Untersuchungen und Recherchen festgestellt, dass Produktpiraterie im Zentrum der Terrorfinanzierung steht. Wieder auf dem Pariser Flohmarkt, auf dem auch der Attentäter verkaufte. Sind die original? Nicht original, aber sehr gut gemacht. Originale hier? Es sind erstklassige Imitationen. Auf diesem Markt jedenfalls geht alles so weiter, als sei nichts geschehen. Die Behörden schauen weg, wie fast überall in Europa. Wir recherchieren. Weltweit stoßen wir in Polizeidokumenten, Studien und Gerichtsurteilen auf Dutzende belegte Fälle. Terroristen, die mit gefälschter Ware und Schmuggel Geld machen. Schon IAA und ETA setzen darauf. Später auch Hamas, Hisbollah, Al-Qaida und IS. Jeder Punkt ein Fall. Beispiele.
Interpol berichtet von einer Beschlagnahme im Libanon. 2003 werden gefälschte Bremsscheiben deutscher Automarken sichergestellt. Der Millionenerlös war für die radikal-islamische Hisbollah bestimmt. Dänemark 2004. Die Behörden stoppen einen Container voller gefälschter Kosmetik. Der Absender ein Al-Qaida-Mitglied. USA 2005. Eine Ladung raubkopierter DVDs wird zur indisch-pakistanischen Terrorgruppe D-Company zurückverfolgt. Das Homeland Security Komitee des amerikanischen Repräsentantenhauses. Schon zweimal wurde die Terrorexpertin Louise Shelley vorgeladen. Und sie warnte die Politiker. Endlich müsse man mögliche Bezüge zwischen Terrorismus und scheinbar harmloser Kleinkriminalität ins Visier nehmen. Die Terroristen setzen viel weniger auf Drogenhandel als Geldquelle. Der ist zu sehr unter Polizeibeobachtung. Sie konzentrieren sich jetzt auf Bereiche, die von der Polizei viel zu wenig beobachtet werden. Ihr Fokus liegt daher auf Produktpiraterie, illegalen Zigaretten und allem, womit man sonst noch Geld machen kann, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Die Forscherin beobachtet, dass IS, Al-Qaida und andere Terrorgruppen auf illegalen Handel setzen. Ihre Kritik? Die Sicherheitsbehörden in Europa nehmen oft nur die kleinen Straßenhändler oder Zigarettenschmuggler fest, ermittelten aber nicht das kriminelle Netzwerk dahinter. Ein Terrorbezug falle dann nicht auf. Da gibt es mittlerweile aber einen sehr starken Bezug. 95% der Täter der jüngsten Terroranschläge in Europa hatten einen kriminellen Hintergrund. Manche waren Produktpiraten oder haben Zigaretten oder kleine Mengen Drogen geschmuggelt. Manche waren auch gewalttätig. Man findet heutzutage kaum einen Terroristen ohne kriminelle Vorgeschichte. There is hardly a terrorist without a background in criminal activity. Zurück in Barcelona. Wie einfach ist es, mitten in Europa an größere Mengen gefälschter Produkte zu kommen? Um das zu erfahren, fahren wir in einen Vorort, verfolgen die Spur der Straßenhändler von der Strandpromenade bis hierher. Und schnell wird klar, sie decken sich bei chinesischen Großhändlern ein. Was wollen Sie denn sehen? Gucci-Taschen und sowas. Die verkaufen hier alles. Ich will auch Nike-Schuhe oder Adidas. Sie müssen aber gleich 12 Stück kaufen. Wir schauen uns bei einem der Großhändler um. Erstaunlich. Die ganze Ware hier, made in China, hat die spanische Zollabfertigung ungehindert passiert. Hier kauft die kleinkriminelle Szene also ein. No-Name-Taschen, aber auch solche, auf die später einfach Markenlogos geklebt werden. Ganz in der Nähe eines der ärmsten Viertel von Barcelona. Wir besuchen einen Anführer der Straßenhändler. Er nennt sich Pape Diop. Sagt, er komme aus dem Senegal. In seinem Rucksack gefälschte Fußballtrikots für den heutigen Abendverkauf. Wir haben viel Ärger mit der Polizei. Sie sagen immer, der Verkauf auf der Straße ist illegal. Aber ich sehe das anders. Er habe kein schlechtes Gewissen. Für ihn als gläubigen Moslem zählten die staatlichen Gesetze nichts. Das ist nicht illegal. Nur eine Sache auf der Welt ist illegal, nicht an Gott zu glauben. Wenn du nicht an Gott glaubst, dann sage ich dir, das ist illegal. Auch in Spanien, wie schon in Frankreich, kristallisieren sich aktuell Bezüge zum Terror heraus. Ende Juli, wenige Tage nach unserem Dreh, erklärt die Polizei im spanischen Fernsehen: Einige der von uns Verhafteten tauchten zuletzt auf den Listen terroristischer Kämpfer auf. Händler von gefälschten Waren auf Terrorlisten. München. Jochen Schäfer vom Weltverband der Sportartikelindustrie sagt, die Markenpiraterie boomt, die Branche ist alarmiert. Sie setzt auf eine neue Methode der Bekämpfung. Es ist erwiesen, dass Terrororganisationen das als Instrument der Finanzierung nutzen. Wir versuchen möglichst frühzeitig einzugreifen, bevor die Ware physisch verschifft wird. Wir mithilfe eines italienischen Kooperationspartners, der die Software besitzt, haben über 160.000 Webseiten geschlossen.
Diesen Kooperationspartner schauen wir uns an, fahren nach Turin. Der Firmenchef Michele Provera und sein Team werden massiv bedroht, denn sie verderben den Produktpiraten das Geschäft. Wir jagen im Internet nach Fakes. Dafür haben wir eine Analysetechnologie entwickelt, mit der wir das ganze Netz untersuchen können, vor allem chinesische und asiatische Handelsplattformen. Wir identifizieren Angebote von gefälschten Produkten. Dann starten wir den Prozess, um diese Angebote zu löschen und die Shops der Fälscher zu verbannen. Rund um die Uhr spüren Provera und sein Team Angebote gefälschter Produkte auf und melden sie an die asiatischen Online-Portale. Die müssen reagieren und die betroffenen Seiten löschen. Damit ist der Handel gestoppt. Anders als die Behörden, die oft nur Einzelfällen hinterherjagen, gehen die IT-Experten an die Quelle des Übels. Ohne Ware kein Geld für Kriminelle oder Terroristen. Zurück in der Redaktion. Auf Zigarettenschmuggel stoßen wir besonders häufig. Hochlukrativ, wenig Risiko. Islamistische Terroristen haben das Geschäft für sich entdeckt. Weltweit. Beispielhaft 2 Fälle. Einer in Algerien. Hinter dem Schmuggel steckt ein Al-Qaida-Anführer, der in Ermittlerkreisen sogar Mr. Marlboro heißt. An der Grenze zwischen Syrien und der Türkei verdient an Schmuggelzigaretten auch der sogenannte Islamische Staat mit. Dann bekommen wir Hinweise auf eine brandaktuelle Spur nach Deutschland. Alles beginnt in Dubai. Hier werden Zigaretten hergestellt, die nach Deutschland geschmuggelt werden sollen. Der Schwarzmarktwert eine Dreiviertelmillion. Ende Dezember 2015 werden sie verladen. Auf dem Containerschiff Rio de la Plata gelangen sie nach Europa. Die Route verschlungen. Dubai, Hamburg, Antwerpen, Rotterdam. Von dort per LKW nach Berlin. Mehrere der in Deutschland beteiligten Täter sind schon wegen kleiner Delikte vorbestraft. Einer hat Kontakt in die Islamistenszene. Auf diesem Lagerplatz wollen die Schmuggler die Ware Mitte Februar abladen. Doch die Behörden greifen zu. Sie beschlagnahmen 7 Millionen Zigaretten, nehmen die Täter fest. Berlin-Neukölln. Wir wollen mit dem Haupttäter sprechen, ein deutscher Staatsbürger, geboren in Syrien. Seinetwegen hielten die Behörden sogar eine Finanzierung des IS durch diesen Schmuggel für möglich. Aus Ermittlerkreisen erfahren wir, wie vor dem Polizeieinsatz diskutiert wurde. Der Haupttäter hatte Kontakt zu einem IS-Gefährder in Deutschland. Ein Zugriff bei Ankunft der Ladung würde den Geldfluss verhindern. Aber die Beschlagnahmung mache auch die weitere Aufklärung unmöglich, ob Geld an Terroristen fließen würde. Erfolge kein Zugriff, könne man die Geldströme verfolgen und eine IS-Finanzierung möglicherweise aufdecken. Wir treffen den Haupttäter im Hafturlaub. Ein Freund hat mich gefragt, ob ich mitmache. Für wen, weiß ich nicht. Das läuft schon lange. Die verdienen damit Millionen. Ich hätte 4 Container im Monat machen sollen. Gab es Kontakt zu Terroristen? Mit Terror ist nichts mit Zigaretten und Terror. Wenn Sie meine Meinung hören möchten zu Terror, das ist Quatsch, das gibt es nicht. Das, was in Frankreich passiert ist, ich denke mal, das ist von der Behörde gemacht. Haben Sie der Polizei denn alles erzählt, was Sie wissen? Nein, nicht alles. Wir kontaktieren die Berliner Staatsanwaltschaft. Von da heißt es zunächst, die Ermittlungen hätten keine Anhaltspunkte in Richtung Terrorfinanzierung ergeben. Wir fragen also nach. Kann die Behörde sicher ausschließen, dass Terroristen profitiert hätten? Wurde auch das internationale Netzwerk hinter dem Fall durchleuchtet? Schriftlich heißt es, man könne uns nach eingehender Prüfung im Hinblick auf das Steuergeheimnis und teilweise noch laufende Ermittlungen keine weitergehenden Auskünfte erteilen. Der deutsche Zoll ist alarmiert. Mit der Meldung nachts Zigarettenschmuggler, tagsüber Terrorist, lädt er nächste Woche nach Neuss ein. Millionen von Schmuggelzigaretten der illegalen Marke Richman werden vernichtet. Medienwirksam. Terrorismusfinanzierung durch Zigarettenschmuggel. Für den Zoll ein klarer Zusammenhang. Terroristen haben Produktpiraterie und Zigarettenschmuggel als Einkunftsquelle erkannt. Weltweit. Riesige Margen, minimale Strafen. Warum dulden die Sicherheitsbehörden den illegalen Handel?
Wenn er gestoppt wird, verlieren Terroristen ihre wichtige Geldquelle.